And so my job this week is to talk about a transition from the tribes to the monarchy. Meine Aufgabe diese Woche ist es, euch diesen Übergang zu erklären zwischen den Stämmen und der Monarchie. That is to Saul, David, and then a bit of Solomon. Also zu den Königen Saul, David und ein bisschen was von Salomo. And then we've got another whole bunch of books, so we've got a lot of work to do. Und dann haben wir noch ein paar Bücher diese Woche. Wir haben also viel Arbeit vor uns. But I want to begin by talking just about a few things to help you engage well with Samuel. Zu Beginn möchte ich euch ein paar Dinge nennen, die euch helfen, gut in Samuel reinzukommen. And also other historical material that you read. Und anderes historisches Material, das ihr lesen werdet. And so it's first of all important to know that all of the what we call the history books of the Old Testament. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass all das, was wir historische Bücher des Alten Testaments nennen, are all part of a bigger story. Dass die alle Teil einer größeren Geschichte sind. And it's good to be having the mindset of asking the question, how does this fit with the bigger story? Es ist gut, wenn wir immer daran denken, die Frage zu stellen, wie passt das zur größeren Geschichte? I think in the church today, much of the Old Testament is not so well known. Heutzutage in der Gemeinde ist das Alte Testament größtenteils nicht so gut bekannt. And you're getting the privilege and the opportunity to read it all. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr habt das Privileg, es ganz zu lesen. But normally, when people think of the Old Testament, they think about individual stories. Oftmals, wenn die Leute ans Alte Testament denken, dann denken sie an bestimmte Geschichten. And so probably people know about David and Goliath. Bestimmt kennen die Leute die Geschichte von David und Goliath. And maybe about the boy Samuel. Vielleicht auch den kleinen Samuel. That's a great Sunday school story, if you were raised in Sunday school. Tolle Geschichten für die Sonntagsschule. But it can be difficult to know how they fit all together. Aber es ist schwierig, es ist nicht so einfach zu erkennen, wie sie alle zusammenpassen. And to see how they fit into the meta-narrative or the big story of Scripture. Und zu erkennen, wie sie in diese Meta-Erzählung, die große Geschichte passen. Now, of course, I don't know what others have said before me. Natürlich weiß ich nicht genau, was letzte Woche schon gesagt wurde. So if I repeat things, you have to forgive me. Wenn ich also was wiederhole, müsst ihr mir dafür vergeben. But it's important that we see this book as a whole. Es ist wichtig, dass wir dieses Buch als Ganzes sehen. It's written by 40 different authors over more than 1,000 years, but it's one whole. Es wurde von über 40 Autoren in über 1000 Jahren geschrieben, aber es ist ein Ganzes. And one of the best examples to see that is to compare the first 3 chapters with the last 3 chapters. Und eine ganz tolle Art, das zu erkennen, ist, wenn man mal die ersten 3 Kapitel mit den letzten 3 Kapiteln vergleicht. Genesis 1, 2 and 3. 1. Mose 1, 2 und 3. With Revelation 20, 21 and 22. Mit Offenbarung 20, 21 und 22. Because in a marvelous way, what you see in the beginning with humanity in the person of Adam and Eve in the presence of God. Denn in der wunderbaren Art und Weise ist das, was wir am Anfang mit der Menschheit sehen, mit den Personen Adam und Eva in der Gegenwart Gottes. And then chapter 3, the tragedy of the fall and the consequences of that. Und dann ab Kapitel 3 die Tragödie des Sündenfalls und die Konsequenzen dessen. So when you come to the end of Revelation, you see that which was lost has been restored. Wenn man dann zum Ende von Offenbarung kommt, dann sieht man, wie das, was verloren wurde, wiederhergestellt ist. As someone has put it, the garden has become a garden city. Das hat jemand mal so gesagt, der Garten wird zur Gartenstadt. And what they lost in the immediate presence of God has been restored. Und was sie verloren haben in dieser engen Gegenwart Gottes, das wird wiederhergestellt. And the heaven and earth that was created has become a new heaven and earth, a renewed heaven and earth. Und Himmel und Erde, die erschaffen wurden zu einer erneuerten Erde und Himmel. And everything that happens in between those two is part of that story. Und alles, was in der Bibel zwischen diesen 2 Enden steht, ist Teil der Geschichte.
And the important thing to remember is that includes us. We're part of that story. Und das Wichtige für uns zu erinnern ist, das beinhaltet auch uns. Wir sind auch Teil dieser Geschichte. And so with Genesis, of course, you get the fall and then you get the consequences of the fall to chapter 11. In 1. Mose sehen wir natürlich den Sündenfall und dann die Konsequenzen des Falls bis Kapitel 11. And it just gets worse. Und dann wird es einfach nur immer schlimmer. But then in chapter 12 you get God breaking in with the call of Abraham. Und dann in Kapitel 12, da bricht Gott herein mit Abrahams Berufung. And it's through his descendants that all the nations of the earth are going to be blessed. Durch seine Nachkommen werden dann all die Bewohner der Erde gesegnet. Even as the fall happened through people, so God's answer was going to be through people. Genauso wie der Sündenfall durch Menschen passierte, wird Gottes Antwort auch durch Menschen sein. And the promise, of course, is there will be descendants and land. Die Verheißung war, dass sie Nachkommen haben würden, dass sie Land erhalten würden. And as you've read these books, you've seen the unfolding of that story. Und wenn ihr das Buch liest, seht ihr, wie die Geschichte sich entfaltet. And when we come to 1st and 2nd Samuel and the monarchy, it's a really significant part of the unfolding of that story. Wo wir jetzt zu 1. und 2. Samuel kommen, zur Monarchie, dann ist es ein ganz entscheidender Teil der Entfaltung dieser Geschichte. And as I put on the screen there, which I hope you can understand, it's not translated, so I hope you get it. If not, please ask questions or Und wie ich es da translate. auf der Folie habe, wenn ihr was nicht versteht, dürft ihr gerne fragen, was das auf Deutsch bedeutet. Bitte tut das wirklich. But it's a time of major transition for this nation. Das ist eine Zeit von ganz viel Veränderung für diese Nation. You've noticed in Judges that the cycle of defeat, victory, defeat, victory. Im Richter habt ihr den Zyklus gesehen von Niederlage und Sieg und Niederlage und Sieg. And when we come into Samuel, I assume you've all read Samuel. Und jetzt kommen wir zu Samuel. Ich nehme an, ihr habt alle Samuel gelesen. Habt ihr alle Samuel gelesen? You've read 1 Samuel. Well, that's all we're going to do this morning, so that's good. And so it's at the beginning of 1 Samuel, it's that same period of the Judges. Am Anfang von 1. Samuel befinden wir uns noch in derselben Zeit, die Zeit der Richter. We read that the Eli was a judge, Wir lesen hier, dass Eli ein Richter war. and Samuel was a judge, Und Samuel war auch Richter. and he was actually the last judge. Er war in Wirklichkeit der letzte Richter. But there's a fairly massive transition Und dann gibt es eine riesige Veränderung from Amphictyony to monarchy. von, no, won't be able to translate Amphictyony. No, I don't think. Von Amphictyony zu Monarchie. This awkward word here that no one I know in English uses. Dieses Wort hier, niemand, den ich kenne, auf Englisch jemals benutzt. It's a technical word to describe how a nation made up of tribes relate together. Es ist ein technischer Begriff, der beschreibt, wie eine Nation, die aus Stämmen besteht, wie sie zusammen in Beziehung ist. In history, different peoples, they would be individual tribes, but the thing that would hold them together would be the central worship place. In der Geschichte gab es verschiedene Nationen, die aus Stämmen bestanden, aber sie hatten einen zentralen Anbetungsort, der sie zusammengehalten hat. And that's what you see in Judges. Das sehen wir im Buch der Richter. There's individual tribes with their own tribal leaders, Es gibt einzelne Stämme mit ihren eigenen Stammesleitern, quite independent in one sense. die auf eine Weise sehr unabhängig voneinander waren. The thing that would hold them together was the fact that they should meet 3 times a year for the festivals at the place that God would choose, which was the tabernacle. Was sie zusammengehalten hat, war, dass sie sich 3-mal im Jahr zusammenfinden sollten an einem Ort, den Gott erwählt hat, bei seiner Stiftshütte für die heiligen Feste. And we see in Samuel how this nation transitioned from that to a monarchy. In to a Samuel king. sehen wir jetzt, wie dieser Übergang passiert ist von dem zu einer Monarchie.
You saw in Judges how when the need was great, they cried out to the Lord. God raised up charismatic leaders, people filled with the Spirit, to see them delivered. In Richter habt ihr gesehen, als das Volk zu Gott ausrief, da hat er ihnen charismatische Leiter gegeben. Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt waren. And now it was going to be the king, hereditary king, that would be leading them. Und jetzt werden es Könige sein. Könige, die ihr Königtum vererben, die sie leiten. And we would call it today decentralized government of the individual tribes. Und auch von dem, was wir heute eine dezentrale Regierung nennen, der einzelnen Stämme, To centralized government. zu einer zentralen Regierung. Now, just note that when you're reading Old Testament history, there's certain things you need to either know or remember. Wenn ihr die Geschichte des Alten Testaments anschaut, dann gibt es ein paar Dinge, die ihr wissen müsst oder an die ihr euch erinnern müsst. When we read what we call history in the Bible, we need to know it's not history as we would necessarily understand. Wenn wir das lesen, dann müssen wir daran denken, es ist nicht Geschichte, wie wir das vielleicht verstehen würden. And what I mean by that, what we read is historical. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Was wir lesen, ist schon historisch. But the authors, inspired by the Spirit, had their own agenda, their own purpose. Aber die Schreiber, inspiriert vom Heiligen Geist, hatten ihre eigene Absicht dabei. It wasn't simply to record events for people in the future, Es ging nicht nur darum, Ereignisse festzuhalten für Leser in der Zukunft, but it was to communicate something, a message to the leaders. es ging immer darum, auch etwas zu kommunizieren, eine Botschaft an die Leser. In the Jewish canon, they don't have something called history. Im hebräischen Kanon haben sie dafür, also deshalb auch gar nicht eine Einteilung Geschichtsbücher. What we call the history books, they call the former prophets. Was wir die geschichtlichen Bücher nennen, nennen sie die früheren Propheten. Because in their understanding, Samuel, Kings, these books, Judges, Joshua, they were prophetic, they were proclaiming something. Nach ihrem Verständnis waren auch diese Bücher wie Josua, Richter, 1. Samuel, 2. Samuel, Könige, alles prophetische Bücher, die hatten alle eine Nachricht, die haben was kommuniziert. And the biggest thing they were doing is communicating what we could call salvation history, the unfolding purposes of God. Was sie kommuniziert haben, ist das, was wir die Errettungsgeschichte nennen würden, die Heilsgeschichte, diesen sich entfaltenden Plan Gottes. And it's good to just have some questions in mind as you continue to read Samuel and Kings and these other what we call history books. Und da ist es gut, wenn wir ein paar Fragen im Kopf behalten, während wir Samuel, Könige und diese anderen Geschichtsbücher lesen. And the first thing is what we could call principality, that's emphasis and de-emphasis. Und zunächst mal geht es darum, was wird betont und was wird nicht betont. So when we come to Samuel, for example, Wenn wir uns Samuel zum Beispiel anschauen, when it comes to the reign of Saul, wenn wir uns die Regierungszeit von Saul anschauen, the emphasis is on his rise to power, how he became king, dann liegt die Betonung darauf, wie er zum König wird, and then how he failed, und dann wie er versagt hat. and then his relationship with David when he was chasing David. Und dann seine Beziehung zu David, wo er David nachstellte. Now, we know from the New Testament that Saul reigned about 40 years. Wir wissen aber auch aus dem Alten Testament, dass Saul etwa 40 Jahre lang regierte. There's a paragraph, a small paragraph that said he had great victories over all of the nations around. Es gibt da einen kleinen Absatz, wo steht, er hatte großartige Siege über all die Nationen außenrum. But none of that's mentioned. Aber nichts davon wird genauer beschrieben. The focus is on his rise and fall and the time with David. Der Fokus ist auf seinem Aufstieg, auf seinen Niedergang und auf seine Beziehung mit David. Now, when you notice that,
that can help you get the right perspective of what the author is trying to communicate. Und wenn du sowas bemerkst, dann gibt dir das die richtige Perspektive darauf, was der Autor kommunizieren will. In other words, it's not history for history's sake, but it's history with a message. Es ist also nicht Geschichte um der Geschichte willen, sondern es ist Geschichte mit einer Botschaft. It's always important too to notice the people that are spoken about. Es ist auch immer wichtig zu sehen, wer da an Personen besprochen wird. And be looking for contrasts. Und da achte besonders auf Kontraste. Contrast between Samuel and the sons of Eli, for example. Zum Beispiel den Kontrast zwischen Samuel und den Söhnen Elis. Contrast between Saul and David. Den Kontrast zwischen Saul und David. And you see this continuing. Und das sieht man immer weiter. And that can help you engage well with what you're reading. Und das hilft dir, das gut zu verarbeiten, was du liest. And also, one of the things that can be frustrating for us Was für uns manchmal ein bisschen frustrierend is that the author doesn't always have the same interest in chronology that we have. ist, dass der Autor manchmal nicht dasselbe Interesse an Chronologie hat wie Now, wir. I'm assuming you saw that in Judges. Ich schätze mal, das habt ihr schon bei den Richtern gesehen. Those stories at the end, those really bizarre stories at the end, are not chronological. Diese Geschichten, diese echt krassen Geschichten am Ende, die sind nicht chronologisch. And we know that because of the name of the priest, the high priest that is mentioned. Und das wissen wir wegen dem Namen des Hohenpriesters, der da erwähnt ist. And another thing that can help you get the right frame for what you read Noch etwas, was euch hilft, den richtigen Rahmen zu finden für das, was ihr lest, is to compare the beginning and the end. ist den Anfang und das Ende zu vergleichen. Now, let me just say, in case you're not aware, Falls euch das nicht aufgefallen ist, muss ich das kurz sagen. is 1st and 2nd Samuel were actually one book originally, not two. Falls ihr das noch nicht wisst, 1. und 2. Samuel war ursprünglich ein Buch, nicht zwei. The original Hebrew was written without vowels and without spaces between the words. Das ursprüngliche Hebräisch wurde ohne die Vokale geschrieben und ohne die Abstände zwischen Wörtern. And it all fitted on one scroll. Und so hat das alles auf eine Schriftrolle gepasst. But when it was translated into Greek in the 2nd, 3rd centuries BC, Als es dann im 2. und 3. Jahrhundert vor Christus ins Griechische übersetzt wurde, then it didn't fit on one scroll. dann passte das nicht mehr auf eine Schriftrolle. And so they divided it into two scrolls. So mussten sie das dann auf zwei Rollen aufteilen. And this is the same for Kings and Chronicles. Dasselbe passierte auch bei Königen und bei Chronik. And when you come to Kings, you'll see that the division between 1 and 2 Kings is really awkward. Und wenn ihr dann zu Könige kommt, dann seht ihr, dass die Trennung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil an einer echt seltsamen Stelle passiert ist. It is clearly all one work. Und es ist total klar, dass es eigentlich ein Werk ist. And so when you look at 1 Samuel, you find the period of the judges. Wenn wir uns also 1. Samuel anschauen, dann sehen wir erstmal noch die Zeitperiode der Richter. Israel continuing to be overrun by enemies, Dass Israel weiterhin von seinen Feinden überrannt wurde, being defeated in battle. in der Schlacht besiegt wurde. When you come to the end of 2 Samuel, you'll discover that the empire of David was from Egypt all the way up to the Euphrates. Das war also am Anfang von dem Buch. Am Ende sehen wir, dass das Königreich von David sich erstreckt hat von Ägypten bis hoch an den Euphrat. The promise made to Abraham in Genesis 15 had been fulfilled. Die Verheißung, die an Abraham ausgesprochen wurde in 1. Mose 15, die ist erfüllt. No one in that area would mess with Israel because they were simply too strong. Zu der Zeit konnte niemand was gegen Israel anfangen in dem Gebiet, weil sie einfach zu stark waren. And let me continue to have you reflect on these books, the beginning and the end. It can be really helpful. Machen wir ein bisschen weiter dabei, uns anzuschauen, wie der Anfang und das Ende ausschaut. Just one or two other considerations when you read this historical material. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die wir bedenken sollten, wenn es um dieses historische Material geht. You have noticed how you have read some really strange stories.
Euch ist bestimmt aufgefallen, ihr habt auch ein paar echt komische Geschichten gelesen. And you're going to read a few more. Und ihr werdet noch ein paar mehr lesen. But we have to remember that the authors, they simply state what happened. Wir müssen daran denken, die Schreiber, die haben einfach das niedergehalten, was passiert ist. And often they don't give a commentary whether it was right or wrong, good or bad. Und oftmals geben sie uns keinen Kommentar, ob das, was passiert ist, gut oder schlecht war, richtig oder falsch. And just because it's written doesn't mean God approves of it. Nur weil es da steht, heißt nicht, dass Gott das okay findet. But rather, we would need to go to the law or the prophets or the wisdom book because they are teaching books about what is right and what is wrong. Wenn wir das wissen wollen, wie Gott das sieht, dann müssen wir uns das Gesetz anschauen oder die Propheten oder die Weisheitsbücher. Weil das sind Lehrbücher, die ganz klar sagen, was richtig und was falsch ist. And that may help you when you read some things that it may seem God approves of it, but actually the author is simply stating what happened. Das hilft euch vielleicht, wenn ihr was lest, wo ihr euch fragt, wie kann Gott das okay finden? Aber der Autor, der schreibt einfach nur, was passiert ist. Always remember behind everything that happens in the history Denkt daran, hinter all dem, was in der Geschichte passiert, it's all based on and out of the covenant God made with Israel. da steht immer der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat und darauf basiert ist. And you have the foundation of that in Deuteronomy 28 with the blessings and the curses. Und das sehen wir in 5. Mose 28 mit den Segen und den Flüchen. Das ist die Basis dafür. Now, I don't know if you noticed this when you read Deuteronomy. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr 5. Mose gelesen habt. These books are so long to read, aren't they? Die Bücher die sind so lang, oder wenn man sie durchliest. But it took me a while reading it to notice a word that is repeated that is really obvious. Es hat aber eine Weile gedauert. Ich habe es ein paar Mal durchgelesen, bis ich ein Wort bemerkt habe, was so oft wiederholt wird. And that is the word land. Das ist das Wort Land. There was so much that was said that was connected to the land. So viel wurde über das Land gesagt, so viel ist damit verbunden. And it's as if you get this triangle. Es ist so, als hätte man so ein Dreieck. You have God and Israel, Man hat Gott und Israel, but the land becomes significant in relationship to these two. das Land wird total bedeutsam in Verbindung mit den anderen zwei. When Israel kept the covenant, Und wenn Israel den Bund gehalten hat, they knew blessing. dann wussten sie, dann erkannten sie Segen. And that resulted in prosperity, good harvest, protection from their enemies. Und das resultierte dann in Wohlstand, in guten Ernten, in Schutz vor ihren Feinden. In other words, they were living in the land, and the land was at peace, and there was rain, and there was good stuff. Sie haben also im Land gelebt. Sie hatten Frieden im Land. Es gab Regen und so weiter. If they disobeyed, then it resulted in poverty or famine, oppression from their enemies, invasion, and you saw this all the way through Judges. Wenn sie ungehorsam waren, dann resultierte das in Armut, in Hungersnot, in Unterdrückung, in Eroberung durch ihre Feinde. Das habt ihr auch in Buch der Richter gesehen. Now, one thing you can't avoid in Judges, Joshua, Judges, Samuel, Kings, Etwas, was wir nicht vermeiden, nicht auslassen können in Josua, Richter, 1. Samuel, 2. Samuel, Könige. is there's an awful lot of fighting, Es gibt ganz viel Kampf, a lot of battles, ganz viele Schlachten, a lot of bloodshed. ganz viel Blutvergießen. And it is good to also have in the back of your mind what God said about this whole area. Es ist gut dabei, an das zu denken, was Gott über dieses ganze Gebiet gesagt hat. And the instruction for Israel in this whole area is in Deuteronomy 20 and 21. Die Anweisung, die Israel bezüglich dieses Gebietes bekommen haben, steht in 5. Mose 20 bis 21. And there's just a recognition that Israel was going to possess land in the midst of violent, aggressive peoples. Dort wird beschrieben, dass das Land, das Israel einnehmen wird,
inmitten von gewalttätigen, aggressiven Völkern sein wird. One of the things that can help is just to recognize that so much that happens in the Old Testament is not God's perfect will. Und es ist sehr hilfreich, daran zu denken, dass nicht alles, was im Alten Testament passiert, Gottes perfekter Wille ist. God's perfect will is there will be no warfare. In Gottes perfekten Willen gäbe es keine Kriege. And one of the marks of the new heaven and new earth is that swords will be beaten into farming instruments. Das ist ein Anzeichen des neuen Himmels, der neuen Erde, dass die Schwerter wieder in Farmgeräte, in Bauerngeräte umgewandelt werden. The Messiah is known in Isaiah as the Prince of Peace. In Jesaja wird der Messias als der Prinz des Friedens, der Friedensfürst dargestellt. But right now we're living in a fallen and a broken world. Aber jetzt leben wir in einer gefallenen, in einer kaputten Welt. And out of that you have the selfishness in the heart of human men that have desired to take what is not theirs. Und darin haben wir die Eigenwilligkeit des gefallenen Menschen, des sündigen Menschen, der das nehmen möchte, was nicht seins ist. And whether that's someone stealing someone else's car, Ob das jetzt jemand ist, der das Auto von jemandem klaut, or whether that's a powerful ruler that wants to take someone else's land, oder ein mächtiger Herrscher, der das Land von anderen annehmen möchte, halten möchte. that has been a testimony of history as long as we know history. Das ist das Zeugnis der Geschichte, solange wir die Geschichte kennen. It's part of the fallenness of this world. Das ist Teil des Gefallenseins dieser Welt. And so much of what we see in the law is actually an accommodation to recognizing the fallenness of the human heart. So viel, was wir im Gesetz sehen, ist eigentlich nur, dass Gott damit arbeiten möchte, mit dieser Kondition des gefallenen Herzens. I think one of the clearest examples of this is Jesus talking with the Pharisees. Ich glaube, das sehen wir ganz deutlich an einer Stelle, wo Jesus mit den Pharisäern spricht. It's in Mark chapter 10, I believe. Ich glaube, das ist in Markus Kapitel 10. They came to Jesus and said, Jesus, can we divorce our wives for any reason at all? Da kamen sie zu Jesus und haben gefragt, Jesus, können wir uns von unseren Frauen scheiden lassen, aus irgendeinem Grund? Because Moses says that if you divorce your wife, you can write out a bill of divorce. Weil Mose gesagt hatte, wenn sie sich scheiden lassen wollten, dann konnten sie einen Scheidebrief schreiben. And that's right. That's what it says. Das stimmt, das steht so im Gesetz. Deuteronomy 24. In 5. Mose 24. It's got it there. Das steht da drin. And Jesus' answer is very telling. Was Jesus sagt hier ist sehr markant. Because Jesus said, yes, that does say that. Jesus sagt, ja, das steht da. But Moses wrote that because of the hardness of your heart. Aber um eures Herzens Härte willen hat Mose euch dieses Gebot geschrieben. That was never God's intention. Das war nie Gottes Wille. And Jesus took them back to before the fall, Genesis 2. Und Jesus hat sie dann wieder zurück zu der Zeit vor dem Sündenfall in 1. Mose 2 genommen. And it quotes how it says, a man should leave his father and mother, be joined to his wife. Und da zitiert er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. And there we recognize a lot of the laws are because of human fallenness. Und dann erkennen wir hier, viele der Gesetze wurden gegeben wegen des Menschen sündiger Natur. And that divorce law was to protect women, divorced women from abuse. Und dieses Scheidungsgesetz wurde deshalb gegeben, um geschiedene Frauen von Unterdrückung zu schützen. And so many of the laws are there to protect vulnerable people against exploitation. So viele dieser Gesetze wurden an die wehrlosen Menschen, für die wehrlosen Menschen geschrieben, um sie von Ausnutzung zu schützen. And so when you come to the law regarding Israel and warfare, Wenn wir also zu den Gesetzen kommen, zu dem Gesetz an Israel über die Kriegsführung, Israel would be living in the midst of aggressive nations, and you've seen that in Joshua and Judges. Israel lebte dann inmitten von aggressiven Nationen, das sehen wir in Josua und den Richtern. And God said to Israel, basically, you have a responsibility to protect yourselves.
Gott sagte zu Israel im Prinzip, ihr habt die Verantwortung, euch selbst zu verteidigen. But Israel was not to be an aggressive empire-building nation. Aber Israel sollte keine Nation sein, die aggressiv ihr Reich erweitert. Because you've seen in Joshua how God gave Israel the boundaries